Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute gibt es den zweiten Teil zum Titanos-Puff der SF500. Im letzten Video habe ich euch gezeigt, wie ich den Flansch gebaut habe und den Übergang auf das Titanrohr. In dieser Folge zeige ich euch jetzt, wie ich den Titankrümmer aus einem Rohr mit der Hand und Flamme gebogen habe und vor allem, was ich dabei gelernt habe. Vorab noch eine kleine Info, wie ihr mir helfen könnt, motiviert zu bleiben, weitere Videos online zu stellen. Ihr kennt's, einfach schnell den Kanal abonnieren, dann bleibt ihr auf dem Laufenden rund um Themen wie Mopeds und Projekte in meiner Werkstatt. Dann geht's jetzt direkt los. Hier seht ihr das Titanrohr, was ich mir gekauft habe. Es ist ein 45 mm Rohr mit 1 mm Wandstärke, 1 Meter lang und das hat ca. 80 € gekostet. Das ist jetzt nicht wirklich viel, aber ich möchte natürlich jetzt auch nicht das Rohr direkt zerstören, weil 80 € in den Müll schmeißen, da kann ich mir auch andere Sachen von kaufen, die mehr Spaß machen. Deswegen habe ich mich gut informiert vorab, um so ein Rohr zu biegen, habe auch mal ein kleines Stahlrohr testweise gebogen und werde das jetzt einfach langsam angehen, Schritt für Schritt, und dann wird das hoffentlich klappen. Bevor ich angefangen habe mit dem Biegen, habe ich mir schnell noch einen neuen Brenner gekauft, weil ich hatte einen hier, der war von meinem Opa, aber der sah so aus, als würde er direkt in meiner Hand explodieren, wenn ich den anwerfe. Bei der Sicherheit solltet ihr auf jeden Fall nicht am Geld sparen. Am Anfang wollte ich das Rohr mit einem ganz normalen Propanbrenner biegen. Und nachdem ich das mal getestet habe, ist mir aufgefallen, dass es auf jeden Fall viel zu wenig Energie hat und das zu lange dauert, bis es heiß wird, um es zu biegen. Dann habe ich mich im Internet informiert, was es noch für Alternativen gibt. Natürlich kennt jeder Acetylen und Sauerstoff, ist aber sehr teuer und auch nicht ganz so ungefährlich, das Thema. Und ich bin dann schnell auf Propan und Sauerstoff gekommen. Das ist eigentlich ganz gut gewesen, weil Propan habt ihr meistens am Grill. Also ich hatte hier eine Grillflasche rumfliegen und die Sauerstoffflasche hatte ich noch von meinem Opa. Ich habe ja gesagt, ich hatte noch einen Brenner übrig. Und dann habe ich mir einfach noch die Armatur gekauft und das direkt mal ausprobiert hier an dem Stahlrohr. Und das hat echt super gut funktioniert. Mit Propan und Sauerstoff kann man jetzt nicht brennen schneiden, aber das habe ich auch gar nicht vor. Mit dem Propan und Sauerstoff wird das Rohr super schnell heiß und man kann es direkt biegen. Also habe ich genug geübt, jetzt geht es direkt ans Titanrohr. Das Titanrohr muss an den beiden Enden verschlossen werden. Da habe ich hier so alte Holzstückchen gefunden. Die werde ich jetzt auf der Drehmaschine konisch abdrehen, damit die danach reingeschlagen werden mit dem Hammer und das Rohr mit Sand befüllt werden kann. So sehen jetzt die beiden fertigen Rohrstopfen aus. Als nächstes kommt jetzt der Sand rein. Bevor ich aber jetzt den Sand reinfülle, gibt es erstmal lecker Werkstattessen und ich genug Kraft habe, um das Rohr zu biegen. Ich verwende hier ganz normalen Quarzsand, den gibt es überall im Baumarkt zu kaufen. Wichtig ist da einfach darauf zu achten, dass ihr den trocken lagert und der nicht feucht ist, weil wenn ihr das Rohr erhitzt, könnte drin Dampf entstehen und der will dann vielleicht auch raus. Also einfach trocken lagern, dann besteht auch keine Gefahr. Das Rohr fülle ich jetzt bis oben mit Sand, dann schlage ich das ein paar Mal auf den Boden, rüttle ein bisschen dran, damit der Sand sich verdichtet. Es gibt nämlich überall ein paar kleine Lufträume zwischen den Sandkörnern, also muss schon relativ kompakt sein. Ihr müsst ja jetzt nicht von oben mit einem Hammer und einem langen Gegenstand den Sand nochmal manuell verdichten. Das reicht, wenn ihr einfach gegenklopft oder es auf dem Boden ein bisschen aufschlagt, damit das richtig schön kompakt zusammen ist. Hier seht ihr jetzt, ich habe den Stopfen drauf gemacht. Ein bisschen Luft war nach oben, weil der Stopfen ja auch rein gedrückt wird und ich nicht wollte, dass der Sand komprimiert wird. Einfach ein paar Hammerschläge nehmen, draufklopfen und dann ist das Rohr zu, mit Sand gefüllt und bereit zum Biegen. Damit ich das Rohr in den Schraubstock gut einspannen kann, habe ich mir hier so eine Holzvorrichtung gemacht. Die ist jetzt nicht ideal gewesen, da muss ich beim nächsten Mal auf jeden Fall eine bessere nehmen. Und dann kann das schön eingespannt werden und hält auch sicher drin fest. Super, super wichtig ist vorher das ganze Rohr sauber und fettfrei zu bekommen. Weil jede Verunreinigung auf dem Rohr, die seht ihr nachher, wenn ihr mit dem Brenner drüber geht, das verfärbt sich dann anders und das sieht richtig blöd aus am Ende. Also hier müsst ihr wirklich sauber arbeiten. Am besten nach dem Reinigen auch ein bisschen warten, damit sich das Reinigungsmittel verflüchtigt, sonst gibt es nachher eine Explosion. Vor dem eigentlichen Biegen habe ich mir schnell noch eine Schablone gemacht, habe ich einen alten Schweißdraht genommen und den originalen Krümmer damit nachgeformt, damit ich, wenn ich den Krümmer jetzt biege, die alte Form auch widerspiegeln kann. Jetzt geht es ans Biegen. Am besten Schutzkleidung anziehen, Handschuhe und eine gute Weste, damit er euch nicht direkt verbrennt. Und jetzt starte ich den Brenner. Ich bin kein Experte, ich habe nie gelernt, so einen Brenner zu bedienen. Falls jemand in der Nähe wohnt hier in Mainz und das super gut kann er mir gerne auch mal einen Kurs geben, komme ich gerne vorbei. Also schreibt gerne in die Kommentare, wenn das jemand kann und es mir beibringen will. Und jetzt geht es ja schon los beim Biegen. Ich hoffe, es klappt alles. Wie gesagt, ich habe es eigentlich noch nie gemacht. Ich werde jetzt einfach von vorne bis hinten das Ganze durchbiegen, mit der Hüfte ein bisschen das Rohr rumdrücken und mich nach der Schablone richten. Dann seht ihr gleich das Endergebnis.
Ja, so sieht der Krümmer jetzt aus. Ich bin jetzt nicht 100% damit zufrieden, dazu später mehr, aber für den ersten Versuch finde ich, ist es ganz gut gelungen. Nachdem der Sand jetzt wieder aus dem Rohr draußen ist, muss ich das Rohr noch final anpassen. Das ist an beiden Enden etwas zu lang. Oben am Krümmer seht ihr das lange Stück. Das säge ich jetzt schnell noch ab. Und dann geht es als nächstes daran, die Reduzierung, die ich im letzten Video schon gemacht habe, mit dem Rohr jetzt zu verbinden. Und das schweiße ich einfach zusammen. Beim Schweißen ist natürlich wieder sehr wichtig Sauberkeit. Das Rohr wird von innen auch formiert und ihr müsst das richtige Gas verwenden. Am besten Argon 5.0 für Titan. Titan selbst lässt sich ganz angenehm schweißen. Also ich finde, das ist ein bisschen besser sogar als Edelstahl zu schweißen. Das Rohr hat leider 1 mm Wandstärke, deswegen ist es dann doch wieder knifflig. Beim Schweißen dann am besten eine große Linse verwenden und sehr viel Gas, damit das Titan auf keinen Fall mit Sauerstoff in Berührung kommt. Bei meinem Schweißgerät habe ich dann noch eingestellt, dass ich einen großen Vorlauf an Gas habe. Also ich drücke erst drauf, dann strömt das Gas raus und der zündet erst nachher und auch einen großen Nachlauf an Gas. Bei mir war es ein bisschen doof, ich habe erst das Rohr gebogen, da braucht man ein bisschen viel Kraft und danach habe ich direkt geschweißt und da waren meine Arme noch ein bisschen weich und haben gezittert, da hatte ich keine so perfekt ruhige Hand. Deswegen ist die Naht jetzt auch nicht so schön geworden, aber ich denke, für einen Auspuff sollte das auf jeden Fall reichen. Ich arbeite hier ja auch das erste Mal mit Titan und hier ist mir aufgefallen, dass wenn man es schleift, jetzt mit der Flex oder auch mit dem Schleifstein hier, dass es super hell ist beim Schleifen. Also die Nadel ist ja kurz ins Titan reingekommen und ihr seht, wenn es Titan geschliffen wird, ist es hell und dann wird es so langsam wieder dunkler auf das Wolfram. Bevor ich den Auspuff jetzt montiere, wollte ich nochmal schnell den Vergleich machen, was wiegt der alte Auspuff, was wiegt der neue Auspuff. Ich habe jetzt hier mal den originalen Krümmer auf die Waage gelegt, der wiegt um die 2,3 Kilo. Jetzt noch schnell den Endtopf wiegen, der wiegt 5,2 Kilo. Das sind dann zusammen ca. 7,5 Kilogramm. Und jetzt lege ich mal den Titanauspuff, den neuen, drauf mit allen Anbauteilen. Und dann gucken wir mal, was der wiegt. Also Titanauspuff ist drauf, Endschalldämpfer, Krümmer und auch der Flansch oben aus Edelstahl. Ein Gewicht von 1,6 Kilo ist meiner Meinung nach super leicht und wenn ihr überlegt, im Vergleich zu 7,5 Kilo haben wir hier ein echtes Gewichtsersparnis. Jetzt noch schnell den Auspuff ans Moped dran schrauben und dann ist er schon fertig. Zusammenfassend kann ich nur sagen, es ist, wie ihr gesehen habt, machbar und gar nicht so schwer, wie es zunächst erscheinen mag. Mit ein wenig Geschick kann das meiner Meinung nach jeder von euch schaffen. Wichtig ist, euch Zeit zu nehmen und nicht hektisch zu arbeiten. Sauberkeit ist hier ein A und O. Ihr habt es gesehen, ein paar Stellen an meinem Auspuff sind ein bisschen optisch nicht so gut geworden, weil ich es angefasst habe. Versucht das Rohr am besten ohne Absetzen oder Umspannen zu bearbeiten, um die besten Ergebnisse zu erzielen. Denkt daran, dass die Naht des Rohrs am Ende nicht im Sichtbereich ist. Probiert es einfach aus und habt Spaß dabei, etwas Neues zu lernen. Der beste Weg, etwas zu meistern, ist einfach mal ausprobieren. In diesem Sinne, bleibt neugierig und wenn es euch gefallen hat, gerne das Video liken, teilen und oder auch ein Abo dalassen. Würde mich freuen und ihr verpasst auch nicht, wie es weitergeht. Bis zum nächsten Video aus meiner Werkstatt.